Okay Leute, ihr wisst ja, dass ich vor einiger Zeit ein Bug-Video gemacht habe über YouTube. Und ja, da hatte ich League of Legends als Vergleich, weil es bestimmte Szenarien erfüllt. Was YouTube nicht macht. Oh! Aber ja, jetzt muss ich ein bisschen an League of Legends ran. Okay, also ich wollte eigentlich Game machen, euch aufnehmen, also für euch aufnehmen, damit ihr mal wieder was von League of Legends habt. Also kurz bevor ich jetzt nach Utrecht oder so, also auf jeden Fall zur Europameisterschaft fahre, in Yu-Gi-Oh! Aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Ich habe jetzt 3 Games gespielt und hatte 3 Troller. In einem Game hatte ich 2 Troller. Naja, das erste Game verlief zwar gut, aber ich habe dann halt nicht dran gedacht aufzunehmen. Und ja, also beim dritten Game habe ich den Nerv verloren. Das ist jetzt so eine Art, wie nennt man das? Nicht Distract, weil ich ja nicht rappen tue oder so. Eher so eine Art Rage-Video. Aber ich werde jetzt nicht rumbrillen, weil ich nicht behindert bin. Okay, also, ich bin mal wieder Evelyn Jungle gegangen, ne? Alles ganz normal, ihr kennt mein Bild. Ich gehe meistens Tiamat und Iceborne Gauntlet, wie ich schon im Kassadin-Video erwähnt habe. Aber die Standard-Items werde ich mir eh kaufen, also Tiamat und Iceborne Gauntlet. Weil solange man die hat, kann man so ziemlich alles spielen. Who told you that? Das eigentlich recht gut angekommen ist, aber ja, YouTube ist gerade ziemlich am Arsch. Na egal, das ist egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja okay, einfach ganz normal reingekommen. Schon in der Champion Selection hätte ich lieven sollen. Weil ich habe gesehen, dass unser Supporter nicht supporten geht. Well, I like it. Not many people have an appreciation for the classics these days. Yeah, the classics. Er wollte unbedingt Mitte. Und unser Midlaner hat ihn sogar Mitte gelassen. Das war ein Fehler. Also, hat er noch in die Champion Selection geschrieben, dass ich ihm Blue geben muss, weil er Swain ist. Und ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht machen werde, weil ich ihm nicht ein halbes Level gebe und dann danach, dass er 3 Sekunden danach verreckt. Das hätte es eh nicht gebracht. Aber was dann passiert ist, ehrlich, das ist gut, dass ich sehr viel Geduld habe. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein Rage-Video gemacht. Auf jeden Fall ganz normaler Jungle. Ich fange mit den Raptors an, wie man es jetzt üblicherweise macht. Ohne Hilfe, gehe dann halt zum Red Buff, alles okay. Gehe zum Blue Buff. Auf einmal kommt der Typ, der Swain, der kommt durch diese Pflanze rübergeschossen und klaut mir den Blue Buff. You serious? Okay. Habe ich schon gleich geschrieben, dass man den reporten soll. Haben sie hoffentlich auch gemacht. Auf jeden Fall ist es dann das ganze Game lang so gegangen. Er war entweder AFK am Turm, also im Turret, hat seine Midlane gespielt und ist dann alle 2 Sekunden rübergekommen, um mir Farm zu klauen. Er hat sich sogar geflasht. Auf Level 6 hat er dann sich hingestellt und versucht, den Red Buff zu klauen. Nein, doch. Den habe ich dann geklaut von ihm. Und ja, er hat zwar nicht gefeedet, das war was Gutes, aber das Problem war halt, dass er die ganze Zeit AFK rumgestanden hat und niemandem geholfen hat. Also haben wir sozusagen schon mal 4 gegen 5 gespielt. Das Problem dabei war,
dass unsere Top-Lane gegen Tryndamere gespielt hat und nicht wusste, wie man defensiv spielt. Ich habe ihm gesagt, wenn du das nicht kannst, dann hilf wenigstens dem Team. Hilf dem Team, gehe auf eine andere Lane. Ich regel das schon. Nein, unsere Top-Lane fängt an zu flamen, weil ich ihn ja überhaupt nicht ganken tue. Weil ich schon mit genug Problemen zu schaffen hatte. Also bin ich dann am Ende auf die Botlane gegangen, habe versucht wenigstens da zu helfen. Die hat wenigstens einigermaßen gut gestanden. Ja, auf jeden Fall wollte ich das danach melden. Ich habe natürlich einen Report gemacht, alles geschrieben und natürlich war wieder mein Text zu groß und ich musste ein Stück wegmachen. Also bin ich auf den Support gegangen, also auf die Support-Seite, habe versucht darüber zu fragen, ob sie den Spieler bannen können. Nigga, please. Stop it. Get some help. Den Kenway56, by the way. Den sollten sie bannen. Alles gut und schön, ich gebe mein Zeug ein. Und dann komme ich zu diesem Teil, also diese Einstellung, dass ich eingeben soll, was mein Problem ist. Also dieses untere gibt ja noch eins darunter. Also es gibt oben eins und halt unten gibt es dann noch eins. Und sobald ich gesagt habe, dass ich Probleme habe und Feedback geben wollte, haben sie so ein Bildchen geschickt. Ja, das interessiert mich ja sehr viel, aber eher doch nicht. You just got pranked, bro! Und schick's woanders hin, das ist mir egal. Habe ich gedacht, hey komm, das liegt bestimmt am Internet, weil egal was ich dann gemacht habe, das Bild hat sich nicht geändert, selbst wenn nicht was anderes wie, dass mein Konto irgendwie gesperrt wurde oder ich Rechnung gekriegt habe oder sonst was. Egal was ich eingestellt habe, das Bild ist nicht weggegangen. Gotcha, bitch. That's how it is. Okay, habe ich mir gedacht, ja komm, das liegt vielleicht am Internet, weil irgendwie spackt das wirklich gerade rum mit der Hitze und dass es dann noch einen richtigen Sturm hatte. Habe ich dann die Seite neu geladen, habe dann nochmal alles schön hingeschrieben, den ganzen Text und so. Und dann gebe ich wieder da an der Zeile ein, dass ich da ein Problem mit dem Spiel habe. Und die geben mir nochmal dieses scheiß Bild. Ehrlich, League of Legends. Ich meine, der Spieler, der war schlimmer als der Timo davor, der 09 gegangen ist und nur in die Gegner reingerannt ist und halt gestorben ist, halt griefing, dass er den Gegnern hilft. Oder der Maokai, den ich euch gerade erzählt habe, also unser Toplaner in dem Spiel. Und ehrlich, League of Legends sollte das fixen oder wenigstens mal Reports annehmen. Das kann nicht sein, dass sie dann sagen, ja, mir egal. Weil das bringt mir nichts, wenn ich dann in irgendeinem scheiß Forum das poste und dann irgendwelche 3 Kitties wieder krieg, die dann auch noch rumheulen und sagen, heul doch rum oder was weiß ich. Und das ist mir dann zu doof. Und dann habe ich das einfach gelassen. Vor allem, ich musste das mit dem League of Legends Replay-Programm da aufnehmen, was die da neu gemacht haben und dann noch Replay GG weggemacht haben, die Vollidioten. It's funny, 'cause it's true. Weil, keine Ahnung, vielleicht Copyright oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben sie dann das irgendwie komplett kopiert von replay.gg und haben dann stattdessen die Sachen unten, also die Items und sowas, die haben sie dann weggelassen. Und sobald ich das aufgenommen habe,
ist es nicht zu irgendeinem, wie heißt es, zu einem Video geworden? Nee, das ist zu irgendeinem einer Date geworden, dass ich das League of Legends schicken kann. Das kann zwar niemand öffnen, aber Hauptsache weniger Speicherplatz auf dem PC. Ja, League of Legends. Okay, das war's dann. Ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock aufs Intro. Drauf geschissen. Tschüss.